Wäre es nicht toll, wenn du mit deinem iPad direkt deinen Mac oder PC steuern könntest, ohne ein zusätzliches Grafiktablett zu benötigen? Wenn du darauf in Programmen wie Blender 3D, Photoshop Classic und Co. arbeiten könntest? Das und mehr ist tatsächlich möglich. In diesem Video stelle ich dir 2 Varianten für Mac- und Windows-Nutzer gleichermaßen vor, wie du genau das tun kannst, wie du dein iPad in ein Grafiktablett umwandeln kannst und mehr. Los geht's! Hey, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und ich arbeite seit Jahren mit dem iPad Pro, um primär Skizzen und Illustrationen in Procreate zu erstellen. Am Mac arbeite ich hingegen trotzdem nach wie vor noch mit meinem Grafiktablett Wacom Intuos Pro M, um insbesondere aufwendigere Werke in Photoshop sowie Sculptures in Blender zu erstellen. Doch Verbesserungen in der Mac-integrierten App Sidecar könnten das zumindest zum Teil ändern. Sidecar ist eine Apple-native App, mit der du den Bildschirm von Apple-Geräten auf anderen spiegeln oder erweitern kannst, wodurch du eben indirekt dein iPad auch zu einem Grafiktablett umformen kannst. Und so richtest du es ein. Primär benötigst du 3 Voraussetzungen. Zunächst einmal brauchst du ein bestimmtes macOS und iPadOS, also das Betriebssystem, um Sidecar nutzen zu können. Insbesondere auf dem Mac sollte dabei immer das neueste OS installiert sein, also schau da gegebenenfalls, dass du das immer wieder einmal updatest. Die genauen Anforderungen sowie auch meine eigenen Geräte und Gadgets, die ich verwende, findest du in der Beschreibung. Prinzipiell gilt aber, dass du mit den neueren Geräten damit eigentlich keine Probleme hast. Zweitens musst du bei beiden Geräten mit der gleichen Apple-ID angemeldet sein, sowie die 2-Faktor-Authentifizierung verwenden. Ob du das hast, kannst du ganz leicht in deinen Systemeinstellungen unter deiner ID nachvollziehen. Ja, und gerade diese Authentifizierung 2-Faktor, das kann ich dir sowieso nur raten, das solltest du eigentlich immer für deine Sicherheit aktiviert haben. Und schließlich als dritte Voraussetzung solltest du für die Verbindung auch bei beiden Geräten entweder dasselbe Wi-Fi aktiviert haben, ja, also dasselbe WLAN einmal angewählt und eingerichtet haben, sowie die Geräte dafür auch innerhalb von 10 Metern zueinander sollten sich diese befinden, ja, dass es nicht zu weit weg ist, dass die Verbindung überhaupt zustande kommt. Oder alternativ, du musst es auch nicht über Wi-Fi verwenden, kannst du auch mit einem USB-Kabel das Ganze miteinander verbinden. Ja, aber es sollte eben eines von beiden gegeben sein. Der Vorteil, wenn du ein Kabel verwendest, ist ganz klar, dass dein iPad gleichzeitig aufgeladen wird und auch tendenziell die Verbindung stabiler ist, was auch zu tendenziell flüssigeren Strichen beim Zeichnen führt. Ja, aber wenn du diese 3 Voraussetzungen dann erfüllt hast, das Betriebssystem, die ID, die Verbindung, ja, dann kannst du dich eigentlich auch schon über Sidecar mit deinen Geräten verbinden. Und zwar gehst du dafür einfach in die Top-Bar von deinem Mac, in das Kontrollzentrum oder, wenn du das iPad nutzt, da streichst du einfach einmal rechts oben nach unten, da kannst du ebenfalls das Kontrollzentrum öffnen und dann findest du auch schon diese 2 überlappenden Rechtecke als Icon. Das ist Sidecar bzw. wie es da steht, Bildschirmsynchronisierungsoption. Und da hast du jetzt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, wie du das Ganze nutzen kannst. Zuerst einmal das, was sich am ehesten anbietet, dass du das iPad als Erweiterung für deinen Mac verwendest. Sozusagen als Display-Tablet, um Programme, wenn du auf das iPad schaust, direkt darauf zu steuern. Dafür musst du auf dem Mac einfach nur dein iPad auswählen unter dem besagten Kontrollzentrum. Ja, da wo steht, als separates Display verwenden, sollte das noch nicht richtig eingestellt sein. Ja, diese Unterfunktion, öffne es einfach nochmal. Dann kurz warten und dann sollte auch schon der Hintergrund von deinem Mac
auf dem iPad mit der Topbar erscheinen. Anschließend kannst du entweder Fenster bzw. Programme direkt auf dein iPad ziehen, ja, zum Beispiel wie ich es hier mache mit Photoshop. Und ein kleiner Tipp, wenn du das dann rübergezogen hast und Doppelklick auf die obere Leiste des Programms machst, wie jetzt hier Photoshop, dann passt sich die Größe des Programms auch an das Display an und dir wird alles von dem Programm klar dargestellt und nichts abgeschnitten. Und dann kannst du auch schon entweder mit Touch oder auch deinem Apple Pencil darauf arbeiten und wie hier in Photoshop zeichnen. Das Tolle ist, deine Computermaus und Tastatur kannst du aber nach wie vor ebenfalls verwenden, wenn du in diesem Fenster aktiv bist. Ja, es ist immer noch nach wie vor nur eine Bildschirmerweiterung. Das heißt, du kannst auch die Shortcuts, die du bereits kennst, gleichzeitig nutzen, was die Bedienung sehr intuitiv macht. Alternativ dazu kannst du Programmfenster aber auch über den grünen Kreis in der Top-Bar auf dein iPad transportieren. Ja, normalerweise maximiert diese Funktion deine Fenster, aber wenn du kurz darüber hoverst, ja, noch nicht klickst, sondern drüber bleibst, erscheint dir die Funktion auf iPad bewegen. Da klickst du drauf und dann wird das ausgewählte Fenster eben direkt passend an dein iPad gesandt, ohne dass du das manuell bewegen musst. Und über die gleiche Funktion kannst du das Ganze auch wieder rückgängig machen. Diese Optionen bieten sich primär dann an, als Artist, wenn du dir ein Display-Tablet wünschst, dieses aber eben nicht zusätzlich kaufen möchtest und eben vor allen Dingen die Desktop-Version von Programmen, von Zeichenprogrammen nutzen möchtest. Ja, gerade die Photoshop iPad-App, die ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Standard-Photoshop-App. Ja, ist nicht die gleiche Qualität, nicht die gleichen Funktionen. Und eine direkte Verbindung dazu ist aber ansonsten nicht möglich, weshalb Sidecar hier wirklich eine wunderbare Alternative ist, um diesen Workaround zu schaffen und eben um Photoshop und auch andere Programme auf dem iPad steuern zu können. Insbesondere für Blender 3D bietet sich das umso mehr an. Ja, gerade wenn du sculpten möchtest, wenn du organische Modelle erstellen möchtest, ja, da nutzt man eigentlich immer nur die Stifteingabe, also man braucht ein Grafiktablett, das macht man nicht mit der Maus und da dafür aber keine iPad-App vorhanden ist und wahrscheinlich auch nie erscheinen wird, ja, ist es auch hier ein wunderbarer Workaround, wie du Blender trotzdem auf dem Display des iPads verwenden kannst, ohne dir ein extra Tablet für das Sculpting beschaffen zu müssen. Ich habe das auch eine Weile getestet, muss sagen, es funktioniert mittlerweile ziemlich flüssig. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass bei dem Apple Pencil der zweiten Generation es keine Cursor-Vorschau gibt und man da eben gerade bei der Auswahl von der Stärke oder Größe des Brushes das Ganze nicht so gut abschätzen kann. Aber hier gilt auch wieder, kann man umgehen, indem man einfach die Shortcuts auf der Tastatur verwendet, kurz zur Maus switcht oder generell einfach die Menübefehle nutzt. Also das ist jetzt auch nicht ein Ausschlusskriterium, ist mir nur aufgefallen, das war das Einzige, was mich gestört hat. Der Rest, der funktioniert richtig gut. Und wenn wir schon beim Thema Sculpten in Blender sind, wenn du das Ganze lernen willst, dann schau dir gern einmal meinen Blender 3D Masterclass Kurs an, denn genau darin findest du nämlich jetzt neben einer Schulung zu der grundlegenden Bedienung von Blender selbst, ja, Standardmodeling, Shading, Rendering und so weiter, da findest du jetzt auch einen neuen Abschnitt speziell zum Thema Sculpten, wo du wirklich von Null an organisches Modellieren lernst, ja, und bis zum Ende eine Pro-Sculpture sozusagen anfertigst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und Achtung, aktuell gibt es auch noch einen Early Bird Preis, weil noch weitere Inhalte dazu folgen werden. Dieser wird nicht für immer bleiben, also schau, dass du hier schnell zugreifst, bevor das Ganze verschwindet. Doch nun zurück zum Video. Neben der Programmbedienung auf dem iPad via Sidecar kannst du aber natürlich das Ganze auch als einfache Bildschirmerweiterung verwenden, ja, dass du einfach mehr Platz bei deiner Arbeit dir zur Verfügung stellst. Zum Beispiel, dass du auf dem zusätzlichen Monitor dir Referenzen anzeigen lässt. Ja, oft ist es so, ich habe einen relativ großen Bildschirm, aber viele haben eher einen kleinen
Monitor oder sogar nur ein Laptop. Und da will man eigentlich die Fläche maximal zum Zeichnen ausnutzen. Und da ist es dann immer hinderlich, wenn man da noch so ein Teil dafür abzwacken muss, um Referenzen sich anzeigen zu lassen. Da ist es eine wunderbare Möglichkeit, einfach das iPad als sekundären Monitor genau dafür zu nutzen, um sich darauf dann die Referenzen anzeigen zu lassen. Oder auch, wenn du einfach eine Serie nebenbei schauen möchtest, Spotify bedienen möchtest oder was auch immer. Ja, es ist literally einfach eine Erweiterung deines Bildschirms, mehr Platz für deine digitale Arbeit. Zusätzlich dazu hier noch ein paar Tipps, denn das ist noch nicht alles. Dir bieten sich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten von Sidecar. Zunächst einmal kannst du die Seitenleiste und Touchbar, die aktuell hier noch vorhanden sind, diese kannst du ausblenden. Ja, darauf findest du Schnellzugrifftasten wie Command, Option, rückgängig und so weiter, die ich allerdings relativ unnötig finde. Ja, entweder brauchst du sie gar nicht oder nutzt dann eine Geste bzw. einen Tastaturbefehl, weshalb ich das eher platzverschwenderisch finde und das eher nicht nutze. Und das Gute ist, du kannst es aber eben über diese Option im Kontrollzentrum hier ausstellen. Ja, genauso wie die Touchbar gibt es für ein paar Apps, da gibt es ein paar Zusatzkontrollpunkte, aber nutze ich im Prinzip gar nicht. Würde ich dir auch empfehlen, stell das aus, dann hast du mehr Platz auf deinem iPad. Zusätzlich dazu kannst du in die Bildschirmeinstellungen gehen. Ja, da kannst du theoretisch auch die Seitenleiste, was ich gerade erklärt habe, einstellen. Aber primär, was ich dir da empfehlen würde, wäre, die Bildschirme an sich anzuordnen. Ja, dass du das iPad da platzierst, wo es auch tatsächlich in der Realität bei dir angeordnet ist. Ich habe mein iPad zum Beispiel vor meinem Monitor und entsprechend habe ich das Fenster auch unter dem Monitor angeordnet. Ja, das ist dann einfach viel leichter, wenn du Fenster verschieben möchtest, musst du nicht umdenken. Ordne es einfach entweder links, rechts, wo auch immer dein iPad platziert ist, ordne es direkt da an. Dann funktioniert das Arbeiten damit auch viel leichter. Es wirkt viel natürlicher. Daneben solltest du unter den weiteren Optionen, unter den Bildschirmeinstellungen, auch die ersten beiden Optionen aktivieren, damit Sidecar auch wirklich richtig funktioniert. Ja, diese Optionen sind notwendig, dass du deinen Rechner sozusagen mit dem iPad steuern kannst. Ansonsten findest du unter diesen Reiter auch die Möglichkeit, die Verbindung zu trennen, solltest du Sidecar einmal schließen wollen, wobei du hier auch einfach das Kabel rausziehen kannst, wenn du per Kabel die Verbindung hergestellt hast, oder du kannst auch einfach in das Kontrollzentrum gehen, um da die Verbindung zu trennen, wenn du Sidecar nicht mehr verwenden möchtest. Aber wenn du zwischendrin, während du Sidecar verwendest, einmal auf das iPad bzw. dessen Funktion zugreifen möchtest, ohne die Verbindung von Sidecar zu trennen, dann geht das auch. Dann streiche einfach auf dem iPad von unten nach oben. Ja, dann wirst du sehen, schließt sich das Sidecar, die Option wie eine Art App, wird als App-Icon unten in der Leiste sichtbar, aber du kannst nach wie vor auf alle iPad-Funktionen zugreifen und erst wenn du es wieder verwenden möchtest, klickst du wieder auf das App-Icon von Sidecar und kannst wieder darauf zugreifen. Schließlich, wenn du noch in den Bildschirmeinstellungen deines Macs bist, siehst du, dass dir auch noch weitere Optionen zum Teilen deines Bildschirms zur Verfügung stehen, was uns auch direkt zur nächsten Anwendung bringt. Du kannst deinen Bildschirm nämlich auch spiegeln, was du unter Verwenden als in den Bildschirmeinstellungen oder auch im Kontrollzentrum direkt findest. Ja, damit kannst du deinen Desktop-Bildschirm direkt auf dem iPad anzeigen lassen. Nicht einfach nur verschieben, sondern wirklich 1:1 spiegeln. Wobei, wie du siehst, dabei die Auflösung von deinem Monitor in der Regel an das iPad angepasst wird, was oft dann zu einer größeren und ein bisschen blurry Darstellung führt. Die Besonderheit hierbei ist, dass du damit das iPad in Anführungszeichen als Stift-Tablet verwenden kannst. Das heißt, auch wenn du natürlich nach wie vor dein iPad als Display vor dir hast, musst du nicht zwangsweise auf das iPad schauen, sondern du kannst auf den größeren Monitor von deinem Mac schauen
um darauf zu arbeiten, während du auf das iPad klickst. Ja, das heißt, du zeichnest zum Beispiel auf dem iPad, während du auf den Monitor von deinem Mac schaust, wie es auch bei klassischen Stift-Tablets der Fall ist, was insgesamt, das ist der Vorteil, deutlich ergonomischer ist. Es schont deine Augen, ja, du hast eine größere Monitorfläche und du arbeitest auch nicht so extrem übergebeugt, wie es oft bei den klassischen Display-Tablets der Fall ist. Ja, also wirklich deutlich ergonomischer. Allerdings, hier ein kleiner Hinweis, mit dem Apple Pencil der zweiten Generation, hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist das eher bedingt geeignet, da du hier keine Vorschau von deinem Pinsel hast. Das heißt, beim Zeichnen an sich ist das nicht ganz so schlimm. Ja, da kannst du das noch relativ gut abschätzen, wo dein letzter Strich war. Aber wenn du insbesondere andere Werkzeuge auswählen willst und du keine Cursor-Vorschau hast, ja, dann ist es ein bisschen ungünstig. Dafür müsstest du dann auf das iPad dann doch wieder zurückschauen oder du wechselst eben kurz auf die Maus oder arbeitest rein über Shortcuts auf der Tastatur, um das dann tun zu können. So, eventuell, muss ich aber auch dazu sagen, könnte das Problem gelöst sein über den neuesten Apple Pencil Pro. Denn dieser verfügt über eine Hover-Funktion und lässt damit auch eine Vorschau von dem Cursor zu. Inwieweit das dann auch bei Sidecar funktioniert, das weiß ich nicht. Ich besitze diesen Pencil noch nicht, deswegen kann ich das nicht final sagen. Aber schreib mir das gerne mal in die Kommentare, wenn du diesen Pencil bereits besitzt, ob das funktioniert, weil wenn ja, dann ist dieser Nachteil natürlich auch bereits Geschichte und du könntest dein iPad tatsächlich wirklich wie ein klassisches Stift-Tablet nutzen. Die Drucksensitivität dabei ist auch inzwischen richtig gut. Es gibt mittlerweile eigentlich so gut wie keinen Lag mehr, beziehungsweise konnte ich keinen Lag, also keinen Versatz mehr zwischen der Eingabe feststellen. Das war nicht unbedingt immer so. Sidecar hatte relativ lange nicht so eine gute Qualität, aber mittlerweile hat sich da wirklich viel getan und eigentlich fehlen mir neben dieser Hover-Geschichte aktuell nur noch ein paar Schnellzugrifftasten, ja, zum Beispiel, dass man über das Grafiktablett, wenn man da so ein Rad hat, die Pinselgröße schnell ändern kann, zoomen kann, sowas, das finde ich immer ganz nice. Kann man theoretisch aber auch rein über die Tastatur und Shortcuts lösen. Ja, oder es gibt auch so spezielle Tastaturen mit so einem Drehrad, das gibt's auch. Ja, also es muss auch kein Ausschlusskriterium sein, das ist nur das, was ich gewohnt bin. Und gerade, das muss man auch dazu sagen, selbst wenn man nur dieses 11 Zoll iPad hat, was ich ja auch habe, entspricht das ungefähr der Zeichenfläche, die auch auf dem Wacom Pro M zur Verfügung steht. Also eigentlich wäre das wirklich oder ist es die optimale Zeichenfläche für das digitale Arbeiten. Zumindest, wenn man nicht direkt da drauf schaut, sondern das als Stift-Tablet nutzt. Schließlich funktioniert Sidecar aber auch nicht nur in eine Richtung. Das heißt, du kannst die App auch nutzen, um dein iPad auf dem Desktop wiederum zu spiegeln, was ähnliche Vorteile wie zuvor erwähnt beim Spiegeln von dem Desktop auf das iPad bringt. Das heißt, du kannst zum Beispiel deine Bildschirminhalte vom iPad präsentieren. Wenn du ganz klassisch Präsentationen darauf angefertigt hast, kannst du das schnell mal auf einem größeren Bildschirm teilen, aber vor allen Dingen als Artist, wenn du Zeichner bist, bietet es auch Vorteile, weil du beispielsweise die Zeichenprogramme darauf eben auch größer darstellen kannst und den größeren Bildschirm nutzen kannst, während du dennoch auf dem iPad zeichnest. Zum Beispiel bei Procreate ist es ein Riesenvorteil. Ja, es gibt zumindest aktuell noch keine Desktop-Version davon, auch wenn bereits Gerüchte existieren, dass diese Version einmal kommt, dass das in Entwicklung ist, aber aktuell gibt es das noch nicht. Das heißt, man kann Procreate nativ noch nicht auf dem Desktop verwenden, also weder Mac noch Windows. So. Allerdings ist auch hier wieder das gleiche Problem des Hoverings, dass das mit dem Apple Pencil der zweiten Generation nicht möglich ist, da eine Vorschau von dem Pinsel anzuzeigen. Wie zuvor gesagt, wenn das allerdings bei dem neuen Apple Pencil möglich ist, dann hast du auch hier eine sehr, sehr nice Lösung, um ergonomischer zu zeichnen und Procreate an deinem Mac bzw. an einem größeren Bildschirm zu nutzen. Ansonsten gibt es hierbei auch kein Delay und vor allen Dingen dadurch, dass du hier wirklich Apple Pencil mit einer
dafür nativ ausgelegten App verwendest, ja, Procreate ist wirklich auf den Apple Pencil zugeschneidert, hast du das gleiche Zeichengefühl, wenn du hier deinen Bildschirm spiegelst. Und du erlebst lediglich Vorteile mit eben dieser ergonomischeren Haltung, der größeren Ansicht und so weiter. Ja, also es ist tendenziell besser, diese Einstellung als Desktop-Apps auf das iPad zu spiegeln, da diese mitunter nicht alle so gut auf den Apple Pencil optimiert sind. Aber zeichnen kannst du demnach eben jetzt auch gespiegelt von deinem iPad auf deinen Desktop. Und wenn es ums Zeichnen geht, wenn du genau das lernen willst, ja, wenn du dann noch ein Anfänger bist, dann schau dir unbedingt mein kostenloses Zeichner-Kit an. Denn das ist mein Online-Kurs eben genau für Komplettanfänger, die das Zeichnen von Grund auf lernen möchten und zunächst die Voraussetzungen dafür klären möchten. Also welches Material brauchst du, was ist die beste Soft- und Hardware, und gerade zu Procreate biete ich da auch erste Pro-Tipps an und mehr. Den Link findest du wie üblich in der Beschreibung. Und nun zurück zum Video. Somit weißt du nun, wie du mit Sidecar das iPad als Grafiktablett für Mac-Geräte nutzen kannst. Doch wie sieht es aus, wenn du stattdessen einen Windows-Rechner hast? Keine Bange, auch dabei kannst du dein iPad als Grafiktablett verbinden. Allerdings nicht mit Sidecar logischerweise, dafür ist dann eine zusätzliche Software notwendig. Meine Empfehlung hierbei: Easy Canvas. Easy Canvas funktioniert auch wirklich super einfach. Du musst dir nämlich einfach einmal die App sowohl auf dem iPad als auch auf deinem Windows- oder Mac-Rechner installieren. Also hier geht tatsächlich auch beides, aber eben vor allen Dingen auch für Windows. Zweitens, ähnlich wie bei Sidecar musst du die gleichen Wi-Fi-Connections eingestellt haben, ja, also die Geräte mit dem gleichen Netzwerk verbinden oder eben per Kabel anschließen. Also auch hier ist per Wi-Fi und per Kabel möglich. Dann schließlich nur noch die App starten als drittes und dem Tutorial folgen. Es kann sein, dass du hier und da noch ein paar Bedienfreigaben stellen musst, ja, dass da noch ein paar Freigaben notwendig sind, aber eigentlich solltest du dann auch schon gleich dein iPad als Grafiktablett nutzen können. Ich habe das Ganze auch eine Weile ausprobiert und muss sagen, im Vergleich zu AstroPad zum Beispiel, was ich ebenfalls einmal getestet hatte und wovon ich überhaupt nicht überzeugt war, ja, also die Verbindung, die war richtig schlecht, hat Easy Canvas hier wirklich eine flüssige Verbindung geliefert, egal ob per Wi-Fi oder Kabel. Die Strichqualität ist super angekommen, man hatte hier sogar nativ integriert die Möglichkeit, die Druckkurve von dem Apple Pencil noch weiter anzupassen für die Programme. Und insgesamt fand ich den Preis hier auch angemessen. Ja, also es ist nicht kostenlos. Du kannst die App 3 Tage lang kostenlos testen und danach kannst du es dir im Einmalkauf für ca. 13 € zulegen. Finde ich aber angemessen, ja, also dafür, dass du es dann einmal kaufst und für immer behältst, finde ich einen fairen Preis, vor allen Dingen in Anbetracht der umfangreichen Funktionen. Ja, wenn du bereits ein iPad hast und da nicht unbedingt ein zusätzliches Tablet kaufen möchtest, ist das eine super Alternative, sowohl für Windows als auch für Mac. Wobei, wenn du eben nur Mac-Geräte hast, brauchst du es nicht. Ja, also da kannst du theoretisch auch nur auf Sidecar ausweichen. Zusammengefasst gilt, mit der Apple-nativen App Sidecar kannst du dein iPad zu einem Grafiktablett umrüsten. So kannst du Desktop-Programme wie Blender 3D und Photoshop darauf steuern und so digital zeichnen und sculpten. Aber du kannst es auch einfach so nutzen, um deine Bildschirmfläche für Referenzen, Videos und dergleichen zu erweitern. Oder schließlich kannst du auch umgekehrt deine iPad-Apps damit selbst auf dem größeren Monitor von deinem Mac darstellen und damit deutlich ergonomischer arbeiten. Wenn du hingegen Windows-Nutzer bist, dann stellt Easy Canvas eine sehr gute Alternative dar. Insgesamt würde ich dir empfehlen, eines von beiden zu nutzen, ja, also Sidecar oder Easy Canvas, je nach Betriebssystem, wenn du primär am iPad zeichnest bzw. arbeitest und nur ab und an am Rechner. Ja, dann kannst du dir tatsächlich das Stift-Tablet oder Display-Tablet sparen und genau auf diese Option umsteigen.
Wenn du hingegen viel am Rechner machst, dann würde ich eher weniger dazu raten. Und zwar primär deswegen, weil das Display von dem iPad, egal in welcher Ausführung, immer noch viel zu klein ist und du damit das Ganze deutlich weniger ergonomisch bedienen kannst, vor allen Dingen bei längerer Benutzung, ja, wo ein Desktop-Setup hingegen deutlich ergonomischer ist. Das heißt, wenn du lange Zeit auf diesen kleinen Bildschirm da starrst, da kommt es wahrscheinlicher zu Augenproblemen, deine Haltung wird schlecht, ja, all das, was eben kleinere Bildschirme und Display-Tablets mit sich ziehen. Und selbst wenn du einen iPad-Ständer verwendest, ja, das macht es ein bisschen besser, aber selbst dann ist eben das Display relativ klein. Zudem kommt hinzu, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wenn du den Apple Pencil der 2. Generation besitzt, hast du in der Regel keine Pinselvorschau und damit keine Cursorvorschau, was das Arbeiten und gerade die Auswahl von Werkzeugen erschweren kann. Aber wie gesagt, eventuell könnte der neue Apple Pencil Pro das lösen. Ja, das weiß ich jedoch nicht. Wie gesagt, schreib's gerne in die Kommentare, wenn du dazu mehr weißt. Und dann, wenn dieses Problem nicht besteht, ja, wenn es eine Cursor-Vorschau gibt, dann würde ich eher sagen, ist es eine individuelle Präferenzfrage, ja, ob du mit dem Spiegeln des Bildschirms da ein gutes Gefühl beim Arbeiten erhältst. Ja, man muss natürlich auch hier sagen, die Kompatibilität von nativen Desktop-Programmen und Stift-Tablets, klassischen Stift-Tablets, ist deutlich besser als die vom Apple Pencil mit Desktop-Programm. Das ist noch nicht so gut kompatibel miteinander, es ist schon deutlich besser geworden, aber auch hier muss man sagen, für Anfänger reicht es allemal. Ich würde sagen, eher Profis würden sich dann eher für wahrscheinlich ein klassisches Tablet zulegen, aber da macht es dann auch Sinn und Profis können es dann auch in der Regel absetzen, also da ist es dann nicht so ein Problem, zusätzlich noch ein Tablet zu kaufen. Ja, also als Anfänger würde ich sagen, reicht das auch allemal. Okay, ansonsten war es das schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse bitte ein Like, um meine Arbeit zu unterstützen und auch gern ein Abo, um zukünftige Videos mit Tipps und Tutorials für Digital Artists nicht zu verpassen. Zum Beispiel zeige ich dir in diesem folgenden Video verschiedene iPad-Ständer, mit denen du das Zeichnen auf dem iPad deutlich ergonomischer gestalten kannst, wenn du es tatsächlich als Display-Tablet verwenden möchtest. Viel Spaß beim Anschauen und bis bald!